Weihnachtsmarkt eigentlich. Wir starten die kleine Tour heute hier an der Liftstation in Funchal. Und wir gehen auf den Monte heute und vom Monte dann über einen Levada-Weg auf halbe Stadthöhe zum Botanischen Garten. Und von da aus dann ganz runter in die Stadt. Also man wird oben dann schon mit seinem Foto empfangen, das unten gerade gemacht wurde. Und hier jagt schon das nächste Highlight. Hier gibt es die Korbschlitten. Schauen wir uns natürlich auch an. So, die Korbschlitten werden gebracht zum Runterfahren. So. Die fahren wirklich nur auf Holz. Die stehen alle an für diese Schlittenfahrt. Also ganz so spektakulär wie das manchmal gezeigt wird in Reportagen oder in Dokumentationen ist es dann doch nicht. Und vor allem, wenn ich mir die spektakuläre Schlange da oben angucke. Nee. Wir gehen jetzt das nächste kleine Highlight angucken, irgendeine Kathedrale hier, bevor wir dann wirklich zur Levada-Wanderung übergehen. Hier. Das ist abends so beleuchtet wie so auf einem Rummelplatz. Aus dem Weihnachtsmarkt eigentlich. Ja. So, nach dem kleinen Kulturteil geht es jetzt zum Naturteil, nämlich zur Levada-Wanderung. Ein paar Meter wieder zurück an die Liftstation und dann wird es, glaube ich, auch etwas ruhiger. So, nach der Gondel geht es dann gleich auf der Straße weiter. Hier ist unser Weg. Hier gibt es auch nochmal eine Gondel, aber wir laufen natürlich runter. Schaut mal, erster Eindruck. Hohoho. Kann schon ein bisschen was. Eben noch extrem städtisch. Und ich bin gespannt, wie es wird. Angeblich war hier vor einigen Jahren Waldbrand, hat die Julia erzählt. Man kann sich das vorstellen, die ganzen Bäume hier, abgesehen von ein paar wenigen großen, die aber ziemlich tot ausschauen. Alles relativ junge Bäume hier. Und hier ist sogar noch schwarz, wenn wir hinlang. Also so wahnsinnig lang scheint der Brand noch gar nicht her zu sein. 2016. 2016. Schlaumeier hat gesprochen. Wir gehen jetzt den Weg ein bisschen außen rum. So, wir sind an der Levada angekommen. Hier mit Schaf auf dem Weg.
Wer hätte es gedacht, vom Touristen-Hotspot und schon auf der Levada-Strecke. So. Die ist auch ganz schön groß und tief, da hat sogar Fische. Plötzlich kommt man aus dem Wald und läuft durch hier so ein Ressort, ganz unvermittelt. Schaut alles sehr verlassen aus. Quietschende Geräusche. So aus, als sei es nicht so richtig in Betrieb. Also, Ja, so. hat's auch gebrannt. Weiter geht's, die mysteriöse Tour. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist saumäßig steil, diese Straße. Und es geht brutal auf die Oberschenkel. Ach, hier ist Stufen. Nimm mal lieber Stufen. Ich denke mir gerade, es ist noch ein verdammt weiter Weg bis runter an den Hafen, wo wir eigentlich hin wollten. Beziehungsweise wo wir hinkommen werden müssen, tun. So, also noch 300 Höhenmeter Abstieg haben wir. Deswegen gehen wir jetzt auch nicht in den Botanischen Garten hier. Wir sind nicht so die Blumenfreunde. Wir laufen lieber ganz runter. Und ja, ich glaube, morgen haben wir einen schönen Muskelkater, also ich zumindest in den Oberschenkeln. Wir machen noch einen Abstecher hier in die Altstadt. Wasser, ja. Schaut mal die Bierpreise an. Aber das sind hier auch die ganz kleinen Fläschchen 02. Wir sind quasi auf Meeresniveau angekommen. So. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Craftbier mit Maracuja. Oder aus Maracuja, wahrscheinlich mit Maracuja. Bin mal gespannt. Cool. Muss ich auch mal probieren. Oh. Ja, heftig. Der kommt ein bisschen später. Ein bisschen stärker, aber ja. Schaut aus wie Smarties, ist irgendwie weich. Bohne, sind Bohnen Versuche ich gerade rauszukriegen. mit Haut. Ich hab's so mit Haut gegessen. Also Shell schaut so aus. Schmeckt auch nicht besser. Naja. Also das sind Lupinen. Ja. So, wir beenden heute unsere Tour hier. Bleiben wir beim Maracuja-Bier. Lecker. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und schaut gerne wieder mal auf unserem Kanal vorbei.